Lieber Steinbock, herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop November 2024. Schauen wir, wie sich dein November gestalten möchte, was er alles für dich bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend, was jedoch aber auch eventuell ganz außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. 2 Karten kamen schon. Die Isolation. Ich werde auch wahnsinnig müde und wer mich kennt, weiß, dass ich immer sehr stark körperlich auf Energien reagiere. Es ist, als hättest du das Bedürfnis zur Regeneration. Es ist wie, als würde dich ein Erschöpfungszustand geballt und unerwartet ganz auf einmal flashen. Ja, ich denke, es ist, sagen wir es mal so salopp gesagt, nichts weiter Tragisches. Es ist nur ja eine Erschöpfung, die du schlichtweg vor dir hergezogen hast. Hergezogen, wow, interessanter Versprecher. Vor dir hergeschoben hast, auch es hat irgendwas noch mit letzten Rest Vollgas geben zu tun, was auch immer das für dich bedeuten möge. Und ich denke, es geht darum, dass du dir jetzt erst einmal bewusst wirst, was die letzten 6 Jahre eigentlich bei dir alles los war. Und ein Mutterthema kommt. Gut möglich, dass du dich um deine eigene Mutter, um eine Mutter vielleicht von deinem Best Friend kümmern solltest, musst. Und es gibt einen Neuanfang, lieber Steinbock. Auch den Sanftmut und die Zartheit, welche einer Mutter entgegengebracht wird, beziehungsweise ihr euren Blickwinkel verändert und dieses in der Mutter erkennt. Jedenfalls habt ihr im November das Bedürfnis, euch zurückzuziehen, wie als wenn euch alles zu viel wäre. Hört auf dieses Gefühl, gönnt euch die Ruhephasen, wann immer ihr sie braucht. Es ist wichtig und sogar nötig. Schauen wir uns den Hauptaspekt, das Hauptthema an im November, das euch begleiten wird. Wow, es ist echt lustig, denn diese Karte hatten fast alle Sternzeichen für den November. Du erkennst, es geht um das Bewusstsein. Du erkennst erst einmal, was du alles geleistet hast, was du nach wie vor leistest, was von dir abverlangt wird, doch was du auch eigentlich ganz freizügig und selbstverständlich gibst. Bei manchen kann allein diese Feststellung der Tatsachen zum Erschöpfungszustand führen oder zum Kopfschütteln. Irgendetwas in euch schreit nach Veränderung. Irgendetwas in euch sagt euch, es ist kurz vor 12. Also höchste Zeit. Ich bin gespannt, worum es geht. Eventuell im Tarot darüber mehr. Auch unterstützen einige von euch irgendeine Bewegung, eine Demonstration. Keine Ahnung, worum es geht. Bei einigen von euch spielt der Wecker, sei es in den Morgenstunden oder ich weiß nicht wann zu Arbeitsbeginn, keine Rolle mehr. Bis Mitte November bist du etwas, ja, unentschlossen, nicht Fisch, nicht Fleisch.
Viel geht dir durch den Kopf, du erspürst sehr viel. Es wäre, als hättest du das erste Mal überhaupt Zeit, mal wieder in die Dinge hineinzuspüren. Aber nicht, weil du die Zeit hast, falsch gesagt. Du musst sie dir nehmen, weil sie sich dir präsentieren. Und bei manchen Dingen wirst du recht irritiert auch darauf reagieren und dir sagen, was mache ich da eigentlich? Oder was habe ich da bis jetzt gemacht? Ich denke, der November speziell ab dem 15. bis 20. November, das sind so 5 Tage, wo ihr euch echt ganz revoluzermäßig aufstellt und sagt, so nicht. Ihr werdet Entscheidungen treffen, und zwar Entscheidungen, die das ewige Hamsterrad betreffen, die Verpflichtungen betreffen und schlichtweg Entscheidungen dorthin gehend, wo ihr seht, ihr müht euch ab, ihr rackert euch ab und im Endeffekt ist es eine Sackgasse, die zu nichts bringt. Also dort wird eine Entscheidung getroffen. Dann gut möglich, dass bei einigen jemand aus der Vergangenheit, jüngst oder schon länger her, ein Feuerzeichen oder ein Erdzeichen zu euch in irgendeiner Art und Weise zurückkommen, Kontakt aufnehmen, an die Tür klopfen, Blumen werden verschickt und verschenkt, whatever. Auch dort gilt es, wisse, es hat sich nichts verändert. So, wichtig für dich zu wissen ist, alles, was im November hochkommt an Emotions, alles, was du feststellen wirst und die dazugehörigen Emotionen selbstverständlich nicht ausbleiben, wisse, halte inne. Am besten, im perfekten Fall wäre es, wenn du da gar nicht gedanklich hineintunst in diese Emotions, die hochkommen, sondern lass sie vorbeiziehen. Mach trotzdem weiter mit dem, was du weiter machst. Lass dich von diesen nicht lähmen. Du wirst nämlich zum Schluss wohl erkennen, welche Macht sie auf dich, über dich haben, welche Macht du ihnen gibst. Und weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Dass du, wenn du in diese Emotions hineintauchst, ganz egal, welche das sind, bist du so aus der Bahn geworfen, dass du zu nichts mehr fähig bist und echt, ja, fast aggro wirst, beziehungsweise dich so isolierst und so distanzierst und die Schuld ist von allen anderen. Doch wisse, die Emotionen sind immer recht tricky. Wir sollen ihnen zwar dankbar sein, dorthin gehen, dass sie sich zeigen und wir sehen, okay, dieses oder jenes Thema ist jetzt noch nicht so ganz gelöst. Doch das Hauptproblem eigentlich an den Emotions ist, abgesehen davon, dass sie uns runterziehen, dass wir es auf andere projizieren. Doch, lieber Steinbock, das Bewusstsein ist so offen, dass du hineintauchen kannst und erkennen wirst im November, dass die Emotionen allein die deinigen sind. Und der andere gar nichts dafür kann, dass er diese oder jene Emotionen in dir hervorholt. Denn wie du weißt, jeder reagiert anders auf gewisse Ursachen. Also, dann, in der Zeit, in der du dich abgrenzt, jemand tut jetzt wieder nichts zur Sache mit dem Satz, den ich angefangen habe, das ist ein kurzer Zwischeneinwurf von oben, jemand hat mit Ameisen irgendwie ein kleines Problemchen, überall nur Ameisen. Jetzt habe ich einen Faden verloren, bitte erinnert mich nochmal. Ah ja,
Jemand hat Angst um seine Existenz. Das ist ja sowieso generell immer dein Thema, die große Sicherheit, die Existenz. Ja, wir wissen, du tust viel dafür, um dir deine Existenz zu sichern. Doch wie viel ist genug und wie viel ist es wert, den Erschöpfungszustand aufrechtzuerhalten? Irgendeine Ungerechtigkeit, die dir jüngst widerfahren ist oder dir hoffentlich nicht im November widerfahren wird, lässt dich sehr hart mit dir selbst ins Gericht gehen oder sehr hart dir selbst gegenüber sein. Bitte, lieber Steinbock, ist in keinster Weise vonnöten, denn diese Selbststrenge, die bringt zu gar nichts, außer zu noch mehr Isolation und zu noch mehr Frust. Und daraus wird dann irgendwann die gekochte Wut. Und das braucht kein Mensch, du am allerwenigsten. So, ein Luftzeichen. Wassermann, Zwilling, Waage. Spornt dich zu etwas an. Es ist ganz unbewusst, doch dein Ehrgeiz ist so, wie kann ich dir sagen, angeturnt, angespornt, dass du viel zu viel hineininterpretierst und viel zu viel von deiner Energie gibst. Lass das, lieber Steinbock. Du sollst dich regenerieren. Du sollst den Erschöpfungszustand im November nicht noch mehr an die Spitze treiben. Du hast es wohl mit einem Pärchen zu tun, die dich mit hineinziehen in die Misere. Doch du wirst bei diesen gegenseitigen Schuldzuweisungen schön die Klappe halten, denn du weißt, zum Schluss bist du's dann. Halte dich raus. Ganz egal wo, ganz egal wie, mach dein eigenes Ding, denk an deine Regeneration und die zwei sollen machen, wie sie denken. Ja. Steht da eh eine Trennung bevor und du kannst diese auch nicht verhindern. So, lieber Steinbock, wir machen weiter im Extended. Wir warten dort auf dich. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.